Reliability is a satellite's most important quality. On a mission, it has to operate smoothly for many years in order to observe our planet for us. In doing so, it provides relevant information about meteorological disturbances, natural disasters, and climate change. Therefore, satellites are equipped with components like antennas, cameras, and sensors, which have to be positioned with millimeter accuracy and thus need flexible mechanisms. They're located on cameras and/or mirrors in order to fix the picture details or communicate with other satellites. An expert in constructing such pieces is the company Beyond Gravity in Saxony and Coswig. The enterprise is focusing on developing, constructing, and testing highly precise satellite mechanisms. As the leading provider, Beyond Gravity also supplies the European Space Agency, ESA. However, the construction of flexible components leads to problems. Due to their movements, the mechanisms might wear out or even break, but they are essential. Also Mechanismen sind absolut essentiell für das Gelingen einer jeden Raumfahrtmission. Beispielsweise müssen Solarpaneele ausgeklappt werden, damit der Satellit mit Energie versorgt werden kann. Antennen müssen positioniert werden, um Signale zielgerichtet zu übertragen. Aber auch Spiegel müssen fokussiert werden, damit beispielsweise scharfe Bilder auf die Erde übertragen werden können. Mechanismen sind absolut überlebenswichtig für jeden Satelliten und müssen unter harschsten Bedingungen, hohe Temperaturbereiche, kosmische Strahle, beispielsweise Vakuum, zu 100% funktionieren. Up until now, satellite mechanisms were produced by traditional subtractive methods like turning or milling, but complex multifunctional shapes cannot be produced in this way. Thus, the additive manufacturing following the 3D printing principle is highly attractive for Beyond Gravity, although still being in its infancy when it comes to aerospace. Die additive Fertigung ermöglicht uns die Entwicklung von neuen, leistungsfähigeren 3D-monolithischen Mechanismen. Aber die Herstellbarkeit und die Genauigkeit von sehr dünnen Strukturen ist sehr beschränkt und die hohe Oberflächenrauheit hat einen negativen Einfluss auf die Dauerfestigkeit. In order to minimize the coarse surface, the additive procedure has to be further developed. The Beyond Gravity team has designed a so-called monolithic flexure bearing. It is flexible, but consists of only one piece which is able to retract into its original position, like a spring. The walls are wafer-thin and difficult to manufacture in a traditional way. The element consists of a high-strength ferrous alloy which is suitable for space. In order to put it into production, Beyond Gravity was looking for a partner from science. Wir haben einen Projektpartner gesucht, der uns bei der Fertigung von unserem monolithischen Fresskörpergelenk helfen kann, mit den entsprechenden dünnen Bändern und guter Oberflächenqualität. Wir haben uns an die Hochschule Mittweida gewandt, dass sie Experten in der Laserprozessentwicklung sind. The University of Applied Sciences in Mittweida is one of 5 universities of applied sciences in Saxony which are cooperating within the transfer network Saxony⁵. Within the co-creation lab, additive manufacturing, researchers are developing new methods to manufacture tri-dimensional pieces in a way that they are flexible and can nevertheless withstand high pressure. Im Co-Creation Lab Additive Fertigung forschen wir speziell an neuen Technologien, an Laser- und Pulverbettbasierten Verfahren zur Herstellung von Bauteilen im Bereich der Mikro-, Midi- und Makrotechnologie. Thereby, the selective laser melting, SLM, is within the focus of the CCL's research. Components are formed by a laser within a powder bed. The laser melts the pulverized metal according to a pattern and prints a hard component layer by layer. Here, a worldwide unique microprocess is used, which is developed in Mittweida and patent registered. Bei unseren Mikro-Laserschmelzverfahren ist das Besondere, dass wir besonders präzise Bauteile fertigen können, mit deutlich mehr Auflösungen als beim konventionellen Verfahren. Um das zu erreichen, haben wir den Laserstrahl deutlich kleiner fokussiert auf einen ganz kleinen Spot von ungefähr 30 Mikrometer, das ist ungefähr der Durchmesser eines Haares. Dann haben wir auch sehr feines Pulver im Einsatz, was wir ganz dünn auftragen auf die Oberfläche, um dann ganz hauchdünne Schichten, Schicht für Schicht aufzubauen, um unsere Mikrobauteil zu generieren.
First of all, Professor Streeck and his team have explored how the properties of the material are conditioned when it gets manufactured by the micro-SLM procedure in a number of tests. After being convinced by the material's properties, a prototype can now be manufactured. Within several hours, the joint is formed within the powder bed. Die Besonderheiten dieses fertigen Bauteils sind, dass wir hier verschiedene Funktionen integrieren konnten in diesem monolithischen Bauteil, dass dieses Bauteil topologieoptimiert ist, also rein nach dem Kraftfluss ausgelegt ist. Es ist jedes unnötige Material in diesem Bauteil entfernt worden. Dieses Bauteil ist für den Einsatz in Satelliten bestimmt, um einen Spiegel auf der Vorderseite zu montieren, um die Laserkommunikation zwischen verschiedenen Satelliten aufrecht zu erhalten. Bisher mussten diese Teile aus mehreren Bauteilen zusammengesetzt werden. Wir in Mittweida haben es geschafft, mit unserem Mikroverfahren dies mit dieser hohen Funktionsintegration in einem Bauteil zu erreichen. Now, the staff members of Beyond Gravity have a model for demonstration that can be further tested on its functionality for space. Thanks to the micro-SLM process, many new possibilities are feasible that couldn't have been produced so thus far. Due to the flexible monolithic components, satellites' performance and lifespan could increase as a result. The risk of erosion will now be minimized, favoring more precise observations of environmental fluctuations or climate change. Wir wollten innerhalb dieses Projektes das Potenzial von Mikro-SLM untersuchen für ihre Anwendung in Mechanismenentwicklung und Raumfahrt. Und unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Wir haben sogar die Neugierde von der ESA erweckt und wir planen zusammen neue Projekte, wo wir dieses Prozess weiterentwickeln können und wo wir in der Zukunft hoffentlich auch einen Mikro-SLM-Mechanismus in eine Raumfahrtmission planen können. The monolithic flexure bearing illustrates one example of a successful transfer of knowledge between research and business. The project is part of the co-creation lab, additive manufacturing within the Saxonian transfer network Saxony⁵. In addition to Mittweida, innovative solutions are also being developed at the universities of Applied Sciences in Zwickau, Zittau, Görlitz, Dresden and Leipzig.